Die erste Insel meines Lebens ist wahrscheinlich die Greifswalder Oy. Das ist eine kleine, winzige Insel, die der Insel Usedom vorgelagert ist. Die Insel Usedom ist die Heimatinsel meiner Mutter, wo auch meine Großeltern ihr ganzes Leben eigentlich verbracht haben. Und als Kind stand ich oft am Ufer der Ostsee und sah diesen Leuchtturm in der Ferne. Und es war ein Ort der Sehnsucht, was natürlich auch damit zusammenhing, dass das ein Ort war, den man nicht erreichen konnte, weil die Greifswalder Oy im Sperrgebiet lag. Dort war die Grenze und man durfte nicht weiter als bis zu den Bojen hinausschwimmen. Insofern hat dieses Bild der Insel am Horizont mit dem Leuchtturm hat für mich immer was Verheißungsvolles gehabt, auch schon als Kind. Absolut, das ist ja auch nicht ohne Grund heißt es der blaue Planet oder was noch viel schöner im Englischen, the blue marble, ne? Die Murmel. Und ich finde in diesem Begriff der Murmel, der ja zurückzuführen ist auf diesen verstörenden Blick der Astronauten, die halt entdeckt haben, die nämlich was Verrücktes entdeckt haben, die nämlich den Blick zurückentdeckt haben und auf einmal diesen kleinen, unglaublich fragilen Planeten gesehen haben, der blau ist und weiß umwölkt und dessen Anblick, glaube ich, uns alle bis heute das Gefühl gibt, dass wir unglaublich zerbrechlich sind, unglaublich fragil. Nicht nur wir als Bewohner dieses Planeten, sondern dieser Planet auch nicht ohne Grund ist, glaube ich, die Wiederentdeckung dieses Planeten als einen blauen Planeten so entscheidend für das Erstarken der Naturbewegung, der Naturschutzbewegung gewesen. Letztendlich ist es natürlich auch eine Insel, und in dem Sinne eine unglaubliche Ausnahme in dem uns bekannten Universum. Es ist so, dass ich im letzten Jahr eine Revision des Atlas gemacht habe. Ich habe mir das alles genau angeschaut. Ich habe die Bevölkerungszahlen überprüft. Ich habe geschaut, was in der Zwischenzeit passiert ist und eine Neuedition geschrieben mit 5 neuen Inseln. Und ich musste natürlich die Geschichte von Taku neu schreiben, weil de facto ist Taku nicht untergegangen. Und das ist was sehr Faszinierendes, weil wir sind immer noch dabei, glaube ich, ein Narrativ zu finden für die enormen Umweltumwälzungen und auch die Umweltzerstörung, die wir erleben. Und wir dürfen nicht vergessen, wie unglaublich kulturell kodiert und attraktiv das Bild einer untergegangenen Insel ist. Das heißt, es ist so, dass in den Nullerjahren das vorherrschende Narrativ für die sich abzeichnende Klimakrise war. Diese ganzen Inseln im Pazifik werden untergehen und wir müssen diese Inseln retten, damit wir uns selbst retten. Es ist alles, wie so vieles im Leben, viel, viel komplizierter. Das heißt, auch auf Taku ist es so, dass die Winde unzuverlässiger sind, dass damit auch die alten Fischereipraktiken nicht mehr so ausgeübt werden können wie früher und dass sie abhängiger sind von Verbindungen. Aber diese Leute dort haben immer wieder erlebt, wie letztendlich Katastrophentouristen kamen, auch Forscher, die natürlich die sozusagen ein Bild haben wollten für den drohenden Untergang und damit letztendlich auf eine Weise die Sintflut wieder herbeigesehnt oder vorausgesagt haben. Und ich glaube, das Anthropozän lehrt uns, dass die Dinge viel, viel komplizierter sind. Und ich habe die Geschichte umgeschrieben und es ist eigentlich eine, die zeigt, dass die Menschen auch in diesem Moment der Bedrohung neue Ideen entwickeln. Und es ist so, dass die gerade dabei sind, an diesen Ort weiter festzuhalten, jenseits von diesen Narrativen von wegen, es wird alles untergehen. Das sind unsere Narrative. Das ist die westliche Sicht. Ich halte es da mit Borges, der ja gesagt hat, jeder Autor schafft sich seine eigenen Vorläufer. Ich glaube, dass man merkwürdigerweise auch von Büchern inspiriert sein kann, die man nicht gelesen hat. Und dass es untergründige Verwandtschaften geben kann, wie die Pilze ihre Myzelgeflechte ausfahren. Das interessiert mich auf jeden Fall sehr. Und ich glaube, in diesem Buch geht es so sehr darum, welches Narrativ haben wir,
um uns die biologische Vielfalt zu erklären. Und das Gesetz von Darwin des Stärkeren ist ja letztendlich vor allem im deutschsprachigen Raum ein unglücklicher Übersetzungsfehler. Da sehen wir wieder, wie wichtig die Übersetzungen sind, denn es ist eben, the fittest ist nicht der Stärkste, sondern der sich am besten anpasst. Und wenn wir in der Natur schauen, was alles an verschwenderischer Schönheit hervorgebracht ist, dann zeigt uns das, wie sehr das Ornament oder die Schönheit eben etwas auch ist, was teilweise passen kann und überleben kann. Ja, es war klar, der Atlas hat mich mit den Inselgeschichten so sehr begleitet, einfach auch, weil es ein Buch ist, was viel übersetzt wurde und viel rezipiert wurde. Und ich wollte ursprünglich einen zweiten Band über Phantominseln schreiben, bis ich gemerkt habe, dass die inexistenten, erfundenen Inseln praktisch viel weniger interessant sind als die realen. Das ist etwas, was ich immer wieder bei der Recherche herausgefunden habe, dass die Wirklichkeit letztendlich das Verstörendste und Originellste ist und dass unsere Imaginationskraft kaum daran heranreicht. Die Insel von Tuanaki habe ich dann aber zum Zentrum dieser Geschichte genommen, weil es sie mal gegeben hat und sie untergegangen ist. Und es die Möglichkeit war, auch noch mal über das Problem nachzudenken, wie schreiben wir über diese Inseln, welchen Blick haben wir auf diese Inseln, indem wir ein ganz klares Rollenpersonal haben, die sogenannten Eingeborenen und wir, die Entdeckerinnen und Entdecker, die von außen raufschauen und unsere Projektionen machen. Und das war ein Abenteuer, das zu schreiben, weil ich das auch wiederum in der Bibliothek geschrieben habe und versucht habe, die Bibliothek als den wirklichen Schauplatz des Abenteuers mit einfließen zu lassen. Halte ich für eine gute Idee. Vielleicht ist Lieben, vielleicht bevor wir sie lieben, müssen wir sie erstmal anerkennen. Und ich glaube, die Anerkennung ist vielleicht noch wichtiger als das Lieben und sie eben nicht als etwas anzusehen, was wir verdrängen. Letztendlich sondern tatsächlich als ein Teil des großen Organismus begreifen, den nun mal diese Welt oder dieser Planet darstellt. Es ist wahnsinnig schwer, das zu denken, dass wir alle miteinander verbunden sind und dass wir Monster letztendlich brauchen. Das dürfen wir nicht vergessen. Wir brauchen sie, damit wir uns selbst nicht wie Monster fühlen. Und insofern geht es wahrscheinlich darum, sich mit der monströsen Seite der menschlichen Existenz und des menschlichen Seins zu beschäftigen und diese zu integrieren, als dass wir es projizieren auf die sogenannten Bestien, die natürlich keine Bestien sind, wie die Raubtiere, sondern dass das größte Raubtier wir selber sind. Das Problem ist, dass wir dann wiederum sehr schnell uns selbst schuldig fühlen und uns so schrecklich finden, was nachvollziehbar ist, aber das ist auch keine Lösung. Insofern geht es, glaube ich, wirklich daran, diese Anteile anzuerkennen, psychoanalytisch gesprochen, vielleicht auch zu betrauern und zu schauen, wie wir mit dieser Ambivalenz umgehen, dass wir so viel Schönheit hervorbringen und auch wahrnehmen können und gleichzeitig Dinge abwerten müssen, damit wir sie zerstören können, ohne uns schlecht zu fühlen. Also es ist nicht so, dass ich die Psychogeografie mir vorgenommen habe und gelesen habe, sondern dass ich jetzt erst im Nachhinein diese Verwandtschaft anerkennen kann. Es ist tatsächlich so, dass ich immer wieder merke, wie entscheidend für mich die Räume sind, wie sehr ich aus den Räumen versuche, meine Literatur zu entwickeln, dass ich tatsächlich an so etwas glaube, wie dass es Vergangenheitsschichten gibt in Räumen, die immer noch anwesend sind und dass mich diese Art der Beziehung dann letztendlich noch mehr interessiert als erzählerischer Raum, als jetzt sozusagen private Beziehungen zwischen Menschen. Die kommen dann erst später hinzu. Das heißt, ganz entscheidend zum Anfang ist tatsächlich zu überlegen, wo findet es
Stadt, welchen Raum bespiele ich und wie bringe ich diesen Raum zum Klingen, wie bringe ich ihn eigentlich zum Erzählen. Das Labor Schalansky befindet sich in der Staatsbibliothek zu Berlin, wo ich das Glück habe, mich, wenn ich einen Timeslot buchen kann, wie wir es jetzt alle tun müssen, dass ich mich an einen leeren Schreibtisch setzen darf, weil der Schreibtisch zu Hause natürlich nicht mehr zu erkennen ist unter den geologischen Schichten von Papieren, angefangenen Projekten, Manuskripten und so weiter. Ich bin gegenwärtig dabei, mich weiter mit Archäologie zu beschäftigen. Und ich hab nämlich herausgefunden, dass in jedem Buch, was ich geschrieben habe, der Nukleus für das nächste Buch zu finden ist und irgendwo ein Verweis versteckt ist, den ich nur lesbar machen muss. Und seit ich das herausgefunden habe, schaue ich natürlich meine Bücher anders an und versuche herauszufinden, wo ist das nächste Buch. Und das nächste Buch soll eine Liebesnovelle sein. Ich dachte nach diesem schwergewichtigen Buch etwas ganz Leichtes, und wir wissen, dass das Leichte natürlich das Schwierigste ist. Aber in irgendeiner Weise auch mit Geschichtsschreibung, weil mich sehr interessiert, inwiefern wir auch in Liebesbeziehungen letztendlich Geschichten schreiben und wir alle wahnsinnig geprägt davon sind, welche Form von Liebesgeschichte wir gerade erleben wollen. Also die Narrationen interessieren mich nach wie vor, und dass natürlich Liebe auch immer was mit Aneignung zu tun hat, auch mit Unterwerfung, mit Umschreiben. Und dass es eine große Frage ist, was die Wahrheit ist, auch die Wahrheit einer Liebe. Mir ist es ganz wichtig zu betonen, dass ich es niemals von mir aus erwähne, obwohl ich natürlich heimlich wahnsinnig stolz darauf bin. Es hat der katalanische Verlag in meine Biografie geschrieben. Im Deutschen hätte ich das wahrscheinlich nicht zugelassen, weil es mir zu eingebildet schien. Es ist tatsächlich, ich habe das im Nachhinein erfahren, es hat ein Hobbyastronom, der sehr viele Asteroiden entdeckt hat, hat einfach, weil er das Buch Atlas of Remote Islands so gerne mochte, diesen Namen verwendet. Und ich fand es durchaus ironisch auch, weil ich natürlich in diesem Buch auch behaupte, dass der Atlas eine poetische Gattung ist. Und dass es offenbar sehr menschlich ist, überall seine Namen und Spuren zu hinterlassen und zu denken. Ich dachte auch, die Seefahrer müsste man vielleicht als gescheiterte Poeten betrachten, die es nicht geschafft haben, ein Gedicht zu schreiben und damit der Nachwelt sich unvergessen zu machen, sondern was anderes gewählt haben, nämlich einfach zur See zu fahren und irgendwo eine Fahne aufzupflanzen, dieses phallische Ritual, und zu sagen, ich taufe dich auf meinen Namen. Und wir wissen, wie diese Geschichten eigentlich in Wirklichkeit ausgesehen haben. Oftmals hatten diese Orte schon Namen, weil es schon andere Bewohner gab. Bei dem Asteroiden bin ich nicht ganz sicher, aber wer weiß. Vielleicht gibt es eine Art von Leben oder eine Art von benennungswütiger Materie, die auch dort schon längst einen Namen hat. Es sind unsere Namen. Für den Asteroiden spielt es keine Rolle. Und es erzählt, wie alles, wie all diese Unternehmungen, ist es wie ein Spiegel, in dem wir immer wieder nur unsere eigene Geltungssucht sehen. Und in dem Fall tatsächlich auch meine, denn als ich das erfahren habe, dachte ich, jetzt kann ich sterben.